Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für Panzanella, einen italienischen Brotsalat. Dafür habe ich hier einen Ciabatta. Alternativ könnt ihr aber auch jedes andere Brot verwenden. Das Ciabatta jetzt in mundgerechte Würfel schneiden, die Brotwürfel auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, mit reichlich Olivenöl beträufeln, außerdem mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Alles einmal gut mit den Händen vermengen, bis alle Brotwürfel gleichmäßig mit Öl getränkt sind, und so kommt das Blech dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 10 bis 15 Minuten, bis die Brotwürfel goldbraun und schön knusprig sind. Währenddessen kümmern wir uns um die restlichen Zutaten. 6 bis 8 Tomaten in mundgerechte Würfel schneiden, außerdem eine Salatgurke längs vierteln und in Stücke schneiden, dann noch eine rote Zwiebel abziehen und in feine Streifen schneiden und zum Schluss 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen und fein hacken. Anschließend alles in eine große Salatschüssel geben, 250 Gramm Mozzarella-Bällchen dazugeben, außerdem den Saft einer halben Zitrone, dann noch einen gehäuften Teelöffel italienische Kräutermischung, eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer und zum Schluss einen guten Schuss Olivenöl. Den Salat mit einem Löffel einmal kurz durchrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben, und dann sind wir im Prinzip auch schon fertig. Jetzt die Brotwürfel aus dem Backofen holen. Die sollten richtig schön goldbraun und knusprig sein, und danach können wir den Salat servieren. Dafür eine großzügige Hand der gerösteten Brotwürfel auf einen tiefen Teller geben, den Salat auf den Brotwürfeln anrichten und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.